Testimonial-Videos, Case-Filme, Anwenderfilme und Co. helfen Unternehmen, die Großprojekte umsetzen, digitale Produkte haben oder Dienstleistungen anbieten, den Nutzen ihres Angebotes zu vermitteln. Mithilfe solcher Filme schaffen sie es auf authentische Weise, das Vertrauen von potenziellen Kunden zu gewinnen und deren Kaufentscheidung positiv zu beeinflussen. In diesem Video erfährst du, was du bei der Produktion von Testimonial-Videos beachten musst, um deine Zuschauer zu überzeugen. Mein Name ist Alexander Lorenz. Ich bin Filmemacher und Gründer der Videoagentur Mindnapped. Auf unserem Kanal geben wir dir regelmäßig Tipps, wie du Videos effektiv in deinem Videomarketing einsetzen kannst. Wenn dir dieses Video also gefällt, lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Testimonial-Videos gewinnen in der heutigen Geschäftswelt, insbesondere im B2B-Bereich, immer mehr an Bedeutung. In Form von Interviews kommen echte Kunden zu Wort, die ihre Erfahrungen und Meinungen zu deinem Angebot teilen. Das Angebot kann dabei zum Beispiel ein digitales Produkt sein, aber auch eine Dienstleistung, ein Ausbildungsprogramm oder vieles mehr. Testimonial-Videos sind immer da stark, wo du vor allem die Wirkung eines Produktes sehen kannst und nicht unbedingt so sehr das Produkt selber. Testimonial-Videos können sowohl auf der eigenen Webseite als auch in sozialen Medien oder anderen Marketingkanälen verwendet werden, um das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens zu stärken und potenzielle Kunden zu überzeugen. Das macht sie zu Bausteinen einer leistungsstarken Marketingstrategie, die es Unternehmen ermöglicht, eine enge Bindung zu ihren Kunden aufzubauen und ihr Geschäft zu fördern. Vorab noch eine kurze Begriffsklärung. Obwohl die Begriffe manchmal synonym verwendet werden, gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Testimonial-Videos und Case-Filmen. In beiden kommen echte Kunden zu Wort, die ihre Erfahrungen mit deinem Unternehmen schildern. Während in Testimonial-Videos der Fokus aber allgemein auf die Vorteile eines Produktes oder einer Leistung gelegt wird, geht es in einem Case-Film um ein besonderes Projekt, einen Case, anhand dessen die Probleme und Herausforderungen der Kunden gezeigt werden und wie du diese gelöst hast. Ein weiterer Unterschied ist, dass sich Testimonial-Videos stärker an potenzielle Kunden richten, statt an bestehende und potenzielle Geschäftspartner, was bei Case-Filmen durchaus der Fall ist. Außerdem sind Case-Filme in der Regel länger als Testimonial-Videos, da diese detailliert die Projekte und die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen schildern. In beiden Videoformaten geht es darum, deine Zuschauer von dir als Unternehmen oder deinen Produkten zu überzeugen. Das passiert nur, wenn sich das Publikum mit den Kunden identifizieren kann. Daher gilt es im ersten Schritt, die richtigen Kunden zu wählen, die deiner Zielgruppe ähneln. In einem Testimonial-Video muss sich dein Zuschauer mit der gezeigten Person und ihrem Problem identifizieren können. Nur dann kann er das vorgestellte Angebot auch als Lösung seines Problems ansehen und ein Interesse für deine Marke entwickeln. Wähle deshalb Kunden aus, die deine Zielgruppe gut repräsentieren und die bereit dazu sind, ein Testimonial zu geben. Am besten sollten sie dabei noch sympathisch sein und vielleicht sogar Interview erfahren. Das, was ihnen nämlich am leichtesten fällt, unverblümt von ihrer Erfahrung mit deinem Produkt in ihrer Branche zu sprechen, ist für andere, wie zum Beispiel Schauspieler, besonders schwer nachzustellen. Natürlich kannst du auch mehrere Personen vor der Kamera sprechen lassen. Am besten abwechselnd natürlich. Hier macht es Sinn, entweder Vertreter desselben Kunden mit unterschiedlichen Aufgabengebieten, also zum Beispiel aus Geschäftsführung, Produktion und Controlling zu wählen, oder direkt Kunden aus verschiedenen Branchen auszuwählen. Bei einer durchschnittlichen Videolänge von maximal 2 Minuten würde ich nicht mehr als 3 Interviewpartner empfehlen. Bevor du mit dem Interview beginnst, überleg dir, welche Aussagen du im Film hören willst. Auf dem Mindnapped-Kanal findest du übrigens auch ein Video, in dem ich ausführlich auf das Führen von Interviews für Filme eingehe. Den Link dazu findest du in der Infobox. Als Vorbereitung auf das Interview empfehlen wir immer ein kurzes Vorgespräch mit den Protagonisten. Besonders wenn du mehrere Leute im Video hören willst, ist nicht immer ganz klar, wie sich deren Aussagen unterscheiden. Notier dir am besten die Themen und Aussagen, die du hören willst, begleitet von Fragen. Die Fragen kannst du dann in der konkreten Gesprächssituation variieren, um die wichtigen Aussagen zu erhalten. In der Interviewsituation solltest du die Fragen sorgfältig formulieren, um sicherzustellen, dass sie die gewünschten Antworten liefern. Versuche die Fragen so zu stellen, dass der Kunde über seine Erfahrung mit deinem Angebot, seine positiven Erinnerungen an dein Unternehmen, die wichtigsten Eigenschaften des Produktes oder der Leistung spricht und das frei. Dein Publikum will nämlich nicht nur wissen, was die Vorteile sind, sondern wie das Angebot dem Kunden weitergeholfen hat, inwiefern er es noch heute nutzt und so weiter. Er muss überzeugt werden, dass es wirklich sinnvoll für ihn ist, in deine Produkte und Leistungen zu investieren. In der Postproduktion werden die Fragen, die du den Kunden stellst, herausgeschnitten. Fasse die aussagekräftigsten Antworten zusammen, entferne Doppelungen und versuche einen roten Faden in dein Video zu bringen, damit das Video insgesamt eine Länge von 2 Minuten nicht überschreitet. Mehr dazu erfährst du im gerade schon erwähnten Video. Link in der Infobox.
jedes Marketingvideo sollte dein Testimonial-Video eine Geschichte erzählen, damit deine Zuschauer eine emotionale Bindung zum Video und gleichzeitig zu dir und deiner Marke aufbauen können. Kurz gesagt, sieht der schematische Aufbau der Geschichte in deinem Testimonial-Video meistens ungefähr so aus. Zuerst stellst du den Kunden vor. Zeige, was der Anlass für das Testimonial ist, also um welches Projekt es geht oder was der Kunde als neues Produkt eingeführt hat, etc. Lasse den Kunden erzählen, welches Problem er vor der Verwendung deines Produktes hatte und wie dein Unternehmen und deine Leistung ihm dabei geholfen haben, dieses Problem zu lösen. Anschließend spricht der Kunde eine Empfehlung für deine Marke, dein Produkt oder deine Leistung aus und das Video endet mit einem sympathischen Abschluss. Füge jetzt einen Call to Action ein, der deine Zuschauer zu einer Handlung auffordert. Das kann der Besuch deiner Webseite, ein Abonnement oder das Abschicken eines Kontaktformulars sein. Damit deine Zuschauer nicht abschalten, muss dein Testimonial-Video unterhaltsam sein. Und das erreichst du mit abwechslungsreichen Bildern. Setz ab und zu Schnittbilder ein, die das Gesagte veranschaulichen, indem du zum Beispiel deinen Interviewpartner oder andere Personen aus dem Unternehmen mit dem Produkt oder deinen Leistungen interagieren lässt. Ansonsten kannst du auch anderweitig für Spannung und Abwechslung sorgen. Zum Beispiel, indem du mehrere Personen sprechen lässt oder die Interviews an unterschiedlichen Orten stattfinden lässt. Bei Casefilmen kannst du in der Gestaltung nochmal etwas weiter ausholen. Für die Erklärung aufwendiger Prozesse kannst du Animationen nutzen. Testimonial-Videos sind hingegen meistens dokumentarisch, auch weil es darum geht, möglichst authentisch zu wirken und das Vertrauen deines Publikums zu gewinnen. Was die Glaubwürdigkeit im Video immer mit beeinflusst, wenn auch nur unterbewusst, ist die Qualität des Testimonial-Videos. Ist der Ton nicht sauber und das Bild verschwommen oder schlecht beleuchtet, macht das einen unprofessionellen Eindruck auf den Zuschauer. Daher solltest du es zum Beispiel auch vermeiden, selbstgedrehte Handyaufnahmen deiner Kunden als Testimonial-Videos zu verwenden. Einerseits, weil sich die Videoqualität der Kunden untereinander unterscheiden kann, wenn du zum Beispiel mehrere Leute aufforderst, dir solche Videoaufnahmen zu schicken, und andererseits aber auch, weil das Ganze an sich schon mal mit einem niedrigeren Standard an Video- und Audioqualität daherkommt. Ein professionell produziertes Video, zum Beispiel von einer Videoagentur wie Mindnapped, erweckt bei Zuschauern unterbewusst den Eindruck, dass das Unternehmen oder die Marke professionell ist und auf Qualität achtet. Um ein wirkungsvolles Testimonial-Video zu produzieren, musst du deine Inhalte und die Gestaltung deines Videos an deine Zielgruppe anpassen. Authentische Menschen sprechen lassen, mit denen sich dein Publikum identifizieren kann und in einer hochwertigen Videoqualität produzieren. Falls du dich in der Rolle des oder der Interviewten befindest und noch nie vor einer Kamera standest, kannst du dir unser hier verlinktes Video anschauen. Über den Link in der Infobox kannst du das Ganze auch nachlesen, indem du in unserem Blogpost erfährst, wie du ein erfolgreiches Interview gibst. Wenn du schon Erfahrungen mit Testimonial-Videos gemacht hast oder vorhast, sie bald in deine Marketingstrategie zu integrieren, schreib uns davon. Und wenn du Fragen dazu hast, natürlich auch. Wir sehen uns im nächsten Video von Mindnapped. Mit Videos mehr erreichen.